Jan Meyer ist einer der letzten traditionellen Fischer an der Ostsee. Vor 50 Jahren hat es hier in der Kieler Bucht noch über 1000 Fischereibetriebe gegeben. Heute sind es nur mehr 11. Von Jahr zu Jahr hat Jan Meyer auch weniger Fische in seinem Netz. Besonders der beliebte Dorsch macht ihm Sorgen. Der Dorsch macht uns im Moment ein bisschen zu schaffen. Nicht wegen Fischerei, sondern eher wegen dem Klimawandel. Also die Ostsee wird immer wärmer, jedes Jahr wieder neue Rekorde in der Ostsee. Aber der Dorsch ist ein Fisch, der mag es lieber kälter. Beim Dorsch ist in den vergangenen 5 Jahren der Nachwuchs fast ganz ausgeblieben. Der Anstieg der Temperatur macht den Fischen besonders zu schaffen. Ja, wir sehen, wenn wir Netze einholen, dass doch Fische schon den Hitzetod gestorben sind im Meer. Einfach weil die keinen Sauerstoff mehr haben. Weil je weniger Sauerstoff im Meer ist, desto mehr muss ein Fisch natürlich schwimmen, damit er den Sauerstoff durch die Kiemen filtert. Den Fischen geht also die Luft aus. Die Ostsee ist in den letzten Jahren zu einer der weltweit größten Todeszonen geworden. Kaum zu glauben, wenn man sich das schöne Binnenmeer von oben anschaut. Taucht man aber ab, sieht das Ganze so aus. Todeszonen sind Gebiete im Meer, in denen der Sauerstoffgehalt so gering ist, dass Tiere nicht mehr überleben. Am Institut für Ozeanforschung in Kiel treffe ich Hermann Bange. Er ist Meeresbiologe und führt genaue Aufzeichnungen über den Sauerstoffgehalt der Ostsee. Wir sehen, dass die Anzahl der Ereignisse, in denen wenig Sauerstoff vorhanden ist, die sogenannten anoxischen Ereignisse oder eben auch Todeszonen, dass die in den letzten 10, 15 Jahren enorm zugenommen hat. Das heißt also immer wieder Ereignisse vermehrt auftreten, in denen in bestimmten Wasserschichten kein Sauerstoff mehr zu finden ist. Todeszonen entstehen durch eine vermehrte Algenblüte. Sterben diese ab, werden sie von Bakterien zersetzt und das verbraucht viel Sauerstoff. Da rund um die Ostsee viel Landwirtschaft betrieben wird, werden Nährstoffe wie etwa Düngemittel ins Meer gespült. Das beschleunigt das Algenwachstum. Das Paradoxe an der Ostsee ist, dass wir sehen, dass die Nährstoffeinträge abgenommen haben seit 20 Jahren. Das heißt also, eigentlich ist das Eutrophierungsproblem zurückgegangen. Es ist nicht mehr ganz so schwierig oder ganz so schlimm wie in den 80er Jahren. Trotzdem sehen wir diese Zunahme von den Sauerstoffminimumzonen, den anoxischen Zonen. Das liegt jetzt daran, nach unserer Meinung, dass wir die Erwärmung haben. Also die Ostsee ist ja nicht isoliert vom Rest der Welt. Das heißt also, wir sehen auch hier eine Erwärmung der Ostsee. Die Ostsee erwärmt sich sogar etwas schneller, da sie ein sehr flaches Gewässer ist. Und was Algen genauso lieben wie Dünger, sind wärmere Temperaturen. Für viele Fische ist das eine bedrohliche Entwicklung. Aber man muss auch sagen, die Natur ist einfach anpassungsfähig. Die wird sich anpassen, so oder so. Die Frage ist nur, ob mit Menschen oder ohne Menschen. Und ich fürchte, wenn wir weiter so machen, dann wird es halt ohne Menschen passieren. Ne? Also das ist so.